Wer auf der Suche nach einem 4x4 Campervan ist mit 2, 4 oder gar 6 Schlafplätzen. Für den haben wir da was. Den Yellowstone von Julia Camper. Nicht nur für alle Romeos, die gern zu zweit unterwegs wären, sondern eben auch für Familien oder alle diejenigen, die unbedingt ihren erweiterten Freundeskreis mit auf Tour nehmen wollen. 6 Schlafplätze auf 6 Metern Fahrzeuglänge inklusive Nasszelle und noch unter 3,5 Tonnen. Ist der Yellowstone der perfekte Familiencamper? Das werden wir herausfinden. Hersteller Julia Camper ist in seiner Heimat Katalonien bereits seit über 2 Jahrzehnten eine etablierte Marke. Neuerdings gibt es nun auch einen Deutschlandvertrieb. Und auch wenn es danach aussieht, nein, wir waren für den Test nicht extra in der spanischen Extremadura, sondern nur im westfälischen Hinterland. Egal, der MAN TGE fühlt sich hier auf staubigen Pisten genauso wohl wie auf der Straße. Und wir fühlen uns hinter seinem Steuer auch ziemlich gut aufgehoben. MAN TGE ist ein Auto, für uns ein alter Bekannter, und ich muss zugeben, ich freue mich jedes Mal damit zu fahren. Tolles Langstreckenauto, super Cockpit. Der Arbeitsplatz hinterm Lenkrad ist tatsächlich mit Abstand der beste, den die Transporterklasse derzeit zu bieten hat. Ablagen, Staufächer, gute Ergonomie, alles passt. Mit seinen 180 PS aus 1,9 Litern Hubraum ist der TGE zügig unterwegs und vermittelt richtig Spaß. Dabei ist er auch noch leise und sparsam. In der Spitze sind 144 km/h drin. Sanftere Töne sollte man mit dem TGE dagegen im Gelände anschlagen. Der Yellowstone hat die Differentialsperre verbaut, die es ab Werk gibt. Und dann gab es noch so ein bisschen Unterfahrschutz-Extras, die muss ich aber alle extra bezahlen. Aber der TGE ist kein Auto, mit dem man es im Gelände richtig krachen lassen kann. Nennen wir es mal eine Traktionshilfe. Im Winter ist das natürlich toll, aber kein richtiger Offroad-Kraxler hier. Permanent Allrad dank Haldex-Kupplung, das reicht mal für etwas Sand oder eben Schnee, um den entscheidenden Meter weiterzukommen. Mehr nicht. Auch wenn die Reifen vom Yellowstone etwas anderes glauben machen wollen. Während der Fahrt haben wir hier gerade bei Tempo 80 fast 76 Dezibel. Warum ist das so laut? Die Matte-Terrain-Reifen hier, die verbaut sind, die machen ganz schön Lärm. Sind keine Empfehlung, wenn man mit so einem Auto reisen will. Hier sind AT-Reifen auf jeden Fall die bessere Wahl. Und dann wissen wir, dass der TGE oder auch der Crafter deutlich leiser abrollen kann. Stichwort Lärm. Welche Geräusche macht der Aufbau? Ja, er macht vernehmliche Geräusche. Das ist jetzt kein Premium-Van für einen deutlich 6-stelligen Betrag, sondern wir haben es eben hier noch mit einem 5-stelligen zu tun. Da muss man ein bisschen Abstriche machen, aber auch das ist ja in Ordnung. Nicht jeder sucht ein Weltreisemobil, das kugelsicher ist, sondern es ist vergleichbar mit einem Kastenwagen, mit dem man längere Sommerurlaube machen kann. Hier aber eben kommt man die entscheidenden Meter weiter, weil er eben ein Allrad hat. Und damit widmen wir uns mal dem, was der TGE da hinten mitschleppt. Obwohl, schleppen muss er gar nicht mal so sehr. Der als 3,5 Tonner zugelassene Camper bietet immer noch 420 Kilo Zuladung. Wenn man hier noch an der Sonderausstattung spart, kommt man sogar unter 3 Tonnen. Der Yellowstone von Julia Camper ist tatsächlich ein super spannendes Fahrzeug, weil es ein Familienmodell ist, vergleichsweise günstig, kompakt, denn er ist unter 6 Meter lang und er wiegt leer, so wie wir ihn gemessen haben, gerade mal 3,07 Tonnen. Die Reifen, die hier verbaut sind, die übersehen wir einfach mal. Wir haben das Auto direkt von einer Messe geholt und die sollen gut aussehen, sind aber nicht besonders funktional, diese 18 Zöller. Es gibt sie auch nur optional. Aber was viel wichtiger ist, hier hinten der Heckträger, auch der ist optional, der ist aber notwendig, weil im Fahrzeug gar kein Platz für ein Ersatzrad ist. Der ist sehr robust, solide, ich kann hier sogar noch andere Dinge anbauen, nur eben bitte nicht die 18 Zoll Räder nehmen. Ein Charakteristikum von diesem spanischen Wagen ist, dass dieser Schlafalkoven, den viele ja kennen für den hinteren Teil, hier wirklich ganz bis vorne durchgezogen ist. Das sieht in meinen Augen durchaus stimmig aus.
Dadurch habe ich ein bisschen mehr Platz, ist ein bisschen aerodynamischer. Das Fenster hier vorne ist auch dann in diesem Alkoven mit eingebaut. Die Verarbeitung könnte ein bisschen sorgfältiger sein. Also hier die Klebernaht, die gefällt mir nicht ganz so gut. Hier drunter sind dann die technischen Anschlüsse. Ich kann hier meinen 150 Liter großen Wassertank befüllen. Das ist auch überdurchschnittlich für ein Fahrzeug dieser Größenordnung. Dann gibt es eine Kassettentoilette und hier ist der Kamin für die Dieselstandheizung. Und dieser kleine Anschluss, das ist der Landanschluss von DEFA in diesem Fall. Noch schnell ein Blick hier unter die Motorhaube. Der MAN TGE ist ja in Wahrheit ein VW Crafter. Insofern steckt hier ein VW TDI drin, 2 Liter Hubraum, 180 PS, fährt sich ganz fantastisch. Alles aufgeräumt, die große Batterie hier mit 92 Ampere-Stunden ist auch gut erreichbar. So muss das sein und nachgerüstet ist hier drüben schon der hochgelegte Schnorchel. Ihr merkt schon, es gibt eine gute Ausstattung und einige interessante Ideen, wie die weit nach vorn gezogenen Ohren. Doch damit ist noch nicht Schluss. Der Yellowstone bietet auch innen noch einige Überraschungen. Das größte Schlafzimmer ist im Obergeschoss vom Yellowstone. Das Aufstelldach öffnet selbst im Fußbereich 40 cm hoch. Hier vorne an der Vorderkante von der Matratze habe ich immer noch 1 Meter zur Verfügung. Matratze ist 1,30 Meter breit, 2 Meter lang, also auch da ein gutes Maß. Die Polster sind ein bisschen weich, ein bisschen einfach, aber das Tolle daran ist, dass ich mit einem Griff die Seitenwände aufmachen kann und dann schlafe ich hier draußen richtig toll im Freien. Und das auch noch mit schönem 270-Grad-Blick. Das Dach ist allerdings eine aufpreispflichtige Option, das zudem Gewicht nach oben verlagert und die Kopflastigkeit erhöht. Bequem schlafen, vor allem abgetrennt von den restlichen Betten, ist aber eine gute Sache, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Ins Obergeschoss führt diese Luke. Das ist eigentlich bei den Vans mittlerweile ganz normal, die diese Aufstellerdächer haben. Was aber hier unpraktisch ist, das ist diese lange Leiter, denn die muss ich jetzt hier erst falten und da ist wenig Platz für. Und da gibt es bessere Lösungen. Wenn man zum Beispiel eine Teleskopleiter hat, die kann man dann hier raufklappen. Also diese Leiter hier, die ist ein bisschen unhandlich. Unhandlich auch, weil sehr wenig Platz zwischen den Einbauten vorhanden ist. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst soll es hier ja noch 4 weitere Schlafplätze geben. Das Hubbett, das kann in verschiedenen Positionen arretiert werden. Ich kann es auch in jeder Position nutzen. Wenn ich die maximale Matratzenlänge nutzen will, dann muss es so liegen, dass ich hier diesen kleinen Alkoven mit nutzen kann. Aber auch dann komme ich immer noch nicht auf 1,95 oder gar 2 Meter Länge. Es reicht also wieder nur für einen Jugendlichen oder für Kinder. Für einen Erwachsenen genügt es nur, wenn man diagonal schläft. Stauraum gibt es hier im Fahrzeug sehr wenig. Im Heck gibt es wirklich nur diese 2 Oberschränke. Das genügt also wirklich nur für das Nötigste. Und bei einer Familie könnte das schon ziemlich knapp werden. Was auch stört, das ist das Gurtband hier. Denn das ist mitten im Weg, wo ich schlafen will. Wäre eigentlich besser gewesen, hätte man das weiter hier an der Seite platziert. Was ich aber toll finde, gegenüber gibt es wenigstens eine Leselampe mit einer USB-Steckdose. Ja, und dann haben wir noch das Bett im Untergeschoss. Man kann wahrscheinlich nie dieses Fahrzeug mit 6 Personen nutzen. Zum einen ist es mit der Zulassung zu eng, zum zweiten gibt es einfach auch nur 4 begurtete Sitzplätze. Aber wenn man zum Beispiel mit 2 Jugendlichen reist, die gerne ihr eigenes Bett haben wollen, oder wenn man im Sturm das Aufstelldach nicht hochklappen will, oder wenn man einfach sagt, ich brauche gar nicht diese 4 Schlafplätze, sondern ich nehme das raus und habe zum Beispiel Platz für Fahrräder. Also dieses Fahrzeug ist sehr multifunktional nutzbar hier hinten im Heck. Es kann auch eben auch die Spielwiese tagsüber sein für die Kinder, weil vorne natürlich auch vergleichsweise wenig Platz ist. Auch hier gibt es eine Leselampe mit USB-Steckdose. Und wenn ich das Polster wegnehme, dann ist hier noch ein sehr langer Stauraum. Als Durchreicher würden zum Beispiel Skier reinpassen. Und hier hinten ist der Gaskasten, wo ausreichend Platz ist für eine Gasflasche, um zu kochen. Mal angenommen, ich nutze das als Fahrradgarage hier hinten im Heck, dann habe ich auch hier die Möglichkeit, das Bett zu bedienen, um zum Beispiel die Fahrräder rauszunehmen, vor die Tür zu stellen und dann das Bett auf eine komfortable Position abzusenken. Noch schnell die Maße der unteren beiden Betten. Maximal 1,80 mal 1,35 Meter bieten sie. Die Länge ist also der einengende Faktor. Hier in der Fahrzeugmitte ist dann
die Küche und das Badezimmer. Dazwischen ist ein sehr schmaler Gang. Der ist eigentlich unterdurchschnittlich schmal. Man merkt es, ich kann hier gerade so drin stehen. Das überzeugt mich nicht so. Vor allen Dingen überzeugt es mich nicht so, weil die Materialien auch hier vergleichsweise einfach sind. Also zum Beispiel diese Kunststoffumleimer, die sind eigentlich nicht mehr Stand der Dinge. Und da wird das Fahrzeug relativ schnell einfach sich abnutzen. Die Küche ist zeitgleich auch sehr hoch. Normalerweise so eine Arbeitsplatte auf etwa 80 bis 90 cm. Hier sind wir bei 1 Meter Höhe. Das ist auch ungewöhnlich. Beim Kocher ist es dann aber alles wieder Standard, wie man das kennt. Ein zweiflammiges Kochfeld hier und eine Spüle mit einem abklappbaren Wasserhahn. Stauraum ist auch hier wieder ein bisschen eng. Wir haben hier ein offenes Fach und eins, was ich verschließen kann. Und hier drunter 3 Schubladen und ein Fach. Das wird wahrscheinlich für das Nötigste genügen. Hier vorne ist dann der Kühlschrank an der Stirnseite. Der ist mit 80 Liter gut dimensioniert. Das Badezimmer hier in der Raummitte ist natürlich sehr klein. Das ist aber auch in Ordnung, denn das soll ja kein Auto sein, mit dem man wirklich Weltreisen macht. Das WC, das steht hier dran, ist ein ganz normales Kassetten-WC. Es gibt auch ein kleines Waschbecken. Die Brause für die Dusche ist auch dieselbe, die fürs Waschbecken genutzt wird. Das ist auch in Ordnung. Qualitativ alles eher etwas einfacher, aber deswegen wiegt das Auto eben auch nur gerade über 3 Tonnen. Hier ganz vorne, da sieht der Yellowstone aus wie die meisten anderen 6 Meter Vans. Man dreht Fahrer- und Beifahrersitz. Es gibt eine Zweier-Sitzbank, in der man sehr aufrecht sitzt. Unter der Sitzbank ist die Diesel-Kombi-Heizung montiert, mit übrigens einer sehr guten, ausgefeilten Luftführung. Aber hier der Tisch, der ist wieder was Besonderes. Dieses Element, das kennt man schon. Man kann einen Teil weiter rausdrehen, aber ich kann hier den Tisch auch nochmal aufklappen und dann kann ich das Ganze auch wieder draußen außerhalb montieren. Also hier sind einige spannende Ideen und damit ist der Tisch wirklich funktional. Und hier in dem Bereich gibt es auch noch einen kleinen Unterschied zu normalen Vans. Diese Nase, die da außen angeformt ist, damit man hinten im Bett ein bisschen mehr Platz hat, die endet nicht direkt, wo das Fenster zu Ende ist, der Fensterausschnitt, sondern die läuft bis hier vorne an die B-Säule und damit rückt das Fenster so ein paar Zentimeter weiter raus und ich habe hier oben mehr Platz. Ihr seht also, es gibt einige wirklich sehr gute Detaillösungen. An anderer Stelle muss man aber auch wieder mit Kompromissen leben. Das folienbeschichtete Sperrholz der Möbel ist 12 mm stark und sicher nicht mit hochwertigen Ausbauten der teureren Konkurrenz vom Schlage eines HRZ oder Lastrada zu vergleichen. Wie so oft ist es aber genau der Preis, der eben den Ausschlag gibt. Der Yellowstone bietet ein sehr interessantes Konzept, weil es mitwachsen kann. Ich kann dieses Fahrzeug ganz unterschiedlich nutzen. Am Anfang fahren die Kinder noch mit, dann wollen die Kinder ein eigenes Bett und man nutzt das Bett oben. Wenn es stürmt, lasse ich das Dach zu und schlafe hinten. Ich nehme die Fahrräder mit, ich fahre das Bett nach oben und habe Platz für die Räder. Also das ist sehr funktional. Allerdings, wenn ich mir auf die Preisliste mal genauer die Option anschaue, dann merke ich, dass das Auto, mit dem wir unterwegs waren, schon über 100.000 Euro kostet. Basispreis sind 87.400 Euro, aber da kommt schon mit 7.850 Euro das Aufstelldach dazu. Und dann muss man sich die Verarbeitungsqualität ein bisschen genauer anschauen und merkt, da bewegen wir uns eher im Konkurrenzumfeld, beispielsweise zu einem Karmann Dexter, den es als Camper deutlich günstiger gibt. Und da muss man abwägen, ist mir diese Multifunktionalität diesen Aufpreis wert, dass ich einen vergleichsweise einfachen Innenausbau dafür in Kauf nehme. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Dann schaue ich mir die technischen Daten an. Dann merke ich, das Fahrzeug ist sehr komplett ausgestattet. Nicht nur, dass der MAN hier mit Differentialsperre schon ausgeliefert wird, mit Klimaautomatik, mit Automatikgetriebe, sondern auch das Fahrzeug selbst hier, der Camperausbau, hat durchaus interessante technische Komponenten drin. Hier ist schon Solarladeregler drin, eine Photovoltaikanlage, eine Diesel-Kombi-Heizung, die auch sehr teuer ist, ein großer Kühlschrank. Was mich verblüfft hat, ist, dass eine Batterie fehlt, eine Zweitbatterie. Hier steht nur drin, einbaubereit für Lithiumbatterie. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber eine Batterie werdet ihr noch selbst anschließen können. Wer über kleine Mängel in der Ausbauqualität hinwegsehen kann, bekommt mit dem Yellowstone von Julia Camper einen flexibel nutzbaren Van mit guter Grundausstattung zu einem attraktiven Preis. Und das sogar mit einem Leergewicht, das praxistaugliches Reisen in der 3,5 Tonnen Klasse möglich macht.
Wenn ihr jetzt mal die Konkurrenz, beispielsweise den Karmann Dexter oder den Hymer Grand Canyon genauer kennenlernen wollt, dann klickt mal auf unsere jeweiligen Testvideos.